Gehörst du auch zu den Menschen, die Emotionen und Gefühle gleichsetzen? Hast du dich jemals gefragt, wie sowohl dein Geist als auch dein Körper Emotionen, Gefühle und Gedanken verarbeitet und vor allem in welcher Reihenfolge? Und welches von diesen Faktoren hat den meisten Einfluss auf unsere Entscheidungen, unseren Lebensweg und unsere Lebensqualität? Wenn du verstehst, wie diese drei Faktoren zusammenhängen, gewinnst du das Wissen und die Fähigkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, sowie mehr Durchblick und Klarheit in deinem Leben zu haben. Außerdem hilft es dir dabei, deine Gedanken zu ändern und positive, langfristige Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Wenn du mein heutiges Video verinnerlicht hast, wirst du nicht nur all das verstanden haben, sondern vor allem dich selbst. Hallo und willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für deine wöchentliche Inspiration. Im Folgenden erkläre ich dir zuerst, was Emotionen sind und gehe anschließend näher auf die Gefühle ein, bevor ich im letzten Teil auf die Gedanken eingehe und erkläre, wie diese mit den Emotionen und den Gefühlen in Verbindung stehen. Emotionen. Emotionen wie zum Beispiel Freude, Wut, Traurigkeit und Angst sind körperliche Reaktionen, die üblicherweise durch äußere Einflüsse verursacht wird. Jedoch kann es in einigen Fällen auch sein, dass wenn du dich zum Beispiel an eine Erinnerung festbeißt, dass die Emotion durch dieses Festbeißen an diese Erinnerung hervorgerufen wird. Wir gehen aber nochmal im späteren Verlauf des Videos näher darauf ein. Da Emotionen direkten Einfluss auf deinen Körper haben, sind diese objektiv messbar. Sie sind also durch deine Gehirnaktivität, deinem Kreislauf, deiner Körpersprache sowie kleinste Veränderungen in deiner Mimik erkennbar. Sie werden von den Gefühlen gefolgt, sind aber im Gegensatz zu diesen instinktiver und körperlicher. Wenn du dich also zum Beispiel in voller Fahrt auf einer Achterbahn befindest, dann wirst du wahrscheinlich ein Kribbeln im Bauch spüren oder merken, dass dein Körper seine Muskeln zusammenzieht, was im Endeffekt zu einem Gefühl von Angst führen kann. Gefühle. Gefühle sind das Ergebnis unserer Gedanken, die körperliche Erfahrungen und dessen Assoziation mit emotionalen Erfahrungen interpretieren. Wie wir inzwischen wissen, sind emotionale Reaktionen biologisch begründet und instinktiver und sind daher von Person zu Person nicht großartig unterschiedlich. Gefühle sind jedoch subjektiv und variieren sehr stark zwischen den einzelnen Individuen. Das liegt daran, dass Gefühle mit den eigenen Erfahrungen und Assoziationen eines Menschen verbunden sind. Um also nochmal auf das Beispiel mit der Achterbahn zurückzukommen, weil du ja weißt, wie es sich anfühlt, Achterbahn zu fahren, hast du bereits dann Angst, wenn du dich in der Warteschlange für die Achterbahn befindest, weil du über die Emotion nachdenkst, bzw. darüber, wie du dich fühlen wirst. In diesem Fall baust du also eine psychologisch bedingte Angst auf, die ein Gefühl ist, aufgrund der in der Zukunft auftretenden körperlichen Angst, die eine Emotion darstellt. Gedanken. Gedanken sind mentale Prozesse und dienen als Bindeglied zwischen Emotionen und Gefühlen. Sie geben uns die Möglichkeit, individuell voneinander unabhängige Erfahrungen miteinander zu verbinden und Schlüsse zu ziehen. Hierdurch entstehen deine Überzeugungen, deine Meinungen und deine Ideen und im späteren Verlauf werden auch deine Einstellung und dein Charakter beeinflusst. Okay, jetzt wird es etwas komplexer. So viel zur Achterbahn, also halte dich lieber fest. Wie wir bereits wissen, können deine emotionalen Erfahrungen zu einem Gefühl führen. Wenn du dich also stärker auf dieses Gefühl konzentrierst, ruft es damit verbundene Emotionen hervor. Und diese hervorgerufenen Emotionen stammen wiederum psychologisch von damit verbundenen, anderen, assoziierten Gefühlen ab. Also um es nochmal ganz einfach zu machen mit dem Beispiel mit der Achterbahn. Wenn du dich also gerade in der Warteschlange für die Achterbahn befindest, mit der du gerade fahren möchtest, bekommst du auf einmal ziemlich dolle Angst, weil du darüber nachdenkst, wie es sich anfühlen wird, mit dieser Achterbahn zu fahren. Und die Angst, die sich inzwischen jetzt schon auf der körperlichen Ebene bemerkbar gemacht hat, führt wiederum dazu, dass du an alle anderen Sachen denkst, die dir auch Angst bereitet haben, wie beispielsweise die Achterbahn aus dem letzten Jahr in dem anderen Freizeitpark. Interessant und gleichzeitig gefährlich ist, dass ein endloser Loop zwischen Gedanken und Gefühlen entstehen kann. Also dadurch, dass du dich darauf konzentrierst, dass du Achterbahn fahren wirst, wird eine emotionale Reaktion hervorgerufen, welche sich inzwischen schon körperlich bemerkbar macht, wodurch wiederum damit verbundene assoziierte Gefühle hervorgerufen werden, welche deine bereits vorhandene Emotion verstärkt, welche wiederum dazu führt, dass du noch mehr nachdenkst. That was difficult. Um es nochmal ganz einfach auszudrücken, wenn du darüber nachdenkst, Angst zu haben, wirst du früher oder später wirklich Angst empfinden und dadurch noch mehr nachdenken. Emotionen, Gedanken und Gefühle beeinflussen, wie du die Welt siehst. Sie sind der Filter zwischen deinem Wahrnehmungsvermögen und der Matrix.
Auch wenn Emotionen nicht wirklich veränderbar sind, kannst du deine Gefühle verändern, indem du deine Gedanken änderst und neue Denkmuster schaffst. Dadurch resultierend kannst du deine Assoziation zu deinen Gefühlen ändern und so auch mit den damit verbundenen Erfahrungen. Zudem hast du selber die Entscheidung, auf was du dich konzentrierst. Möchtest du dich lieber aufregen und dich an Problemen festbeißen oder nach Lösungen suchen und das Gute in dem Schlechten sehen? Möchtest du dich mutig oder möchtest du dich ängstlich fühlen? Klar, es ist nicht immer einfach, seine Emotionen und seine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Im Ende des Tages ist es alles eine Sache der Übung. Und diese Übung beinhaltet nichts anderes, als zu trainieren, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Also known as Meditation. Ziel ist es also, gesunden Abstand zu deinen Emotionen, Gefühlen und Gedanken zu nehmen, um mehr Klarheit und Durchblick in deinem Leben zu haben. Und für noch mehr Klarheit und Durchblick in deinem Leben empfehle ich dir eines meiner anderen Videos hier. Und falls dir das Video gefallen hat, dann lass es mich doch bitte in den Kommentaren wissen oder mit einem Däumchen nach oben. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal in meinem Uchiverse.